Hallo ihr Lieben da draußen. Ich bin Jens, ich bin Psychotherapeut für Gestalttherapie und Sabchen-Lehrer. Ich lebe zusammen mit Heidrun, meiner Frau, und der meist schlecht gelaunten Katze Tracy in Graz. Und ich sitze gerade in meinem Sabchen-Häuschen, das mitten auf dem Grundstück im Garten steht. Und ich mag dir in diesem Video über Sabchen erzählen. Sabchen ist eine unglaublich tolle Sache, mit denen wir die Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen und wie wir empfinden, regulieren können und unseren Stimmungen und Gefühlen und Gedanken dadurch nicht hilflos ausgeliefert sind. Und das finde ich einfach eine ganz tolle Sache und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich mag dir am Anfang noch erzählen, wie ich zu Sabchen gekommen bin und wie ich das schließlich entdeckt habe. Ich bin 1961 in eine Familie von zwei vom Zweiten Weltkrieg schwer traumatisierten Eltern hineingeboren. Meine Mutter war ziemlich depressiv und hat all ihre Lebendigkeit und ihre Liebe nach innen verborgen. Und außen war davon kaum was zu spüren. Und mein Vater, der hat sich gerüstet und hart gemacht. Und genau so hat er mich mit Härte, Zynismus und Verachtung erzogen. Und das hatte ziemlich fette Folgen, weil es kam im Verlauf zu vielen, vielen persönlichen Krisen und zu körperlichen Erkrankungen. Aber ich bin noch hier, ich bin dran nicht gestorben. Geholfen hat mir immer meine Widerstandskraft, weil ich mir immer gedacht habe, ihr kriegt mich nicht klein. Und das andere war die Neugierde und die Frage, was soll das Ganze? Und das hat zu einer langen Forschungsreise geführt, die angefangen hat in der Stadtbibliothek, in der Kleinstadt, in der ich groß geworden bin. Und als ich dann in die Universitätsstadt kam, gab es natürlich andere Buchläden und viel mehr Menschen, die mir helfen konnten, auch wenn es das Internet noch längst nicht gab. Als ich dann Mitte 20 war, habe ich irgendwann erschaudernd entdeckt, dass die schlimmsten Eigenschaften meines Vaters, die ich am allerschlimmsten fand, dass die angefangen haben in mir zu keimen. Und ich habe mich so geschämt. Und das hat im Verlauf der nächsten Jahre dazu geführt, dass ich angefangen habe, Selbsterfahrungskurse zu besuchen, die meistens am Wochenende waren, neben dem Beruf her. Und am Sonntag bin ich dann völlig glücklich von diesen Selbsterfahrungsgruppen weggefahren und am Montag begann dann der schreckliche, schnöde Alltag wieder. Also das war noch nichts Beständiges, aber das war auch ein Beginn, mich selber besser kennenzulernen und auch einen ehrlicheren Spiegel zu bekommen, als ich im Alltag hatte. Und eine meiner Mitarbeiterinnen, die hat mich dann mit der Gestalttherapie in Kontakt gebracht und hat mich überredet, eine Psychotherapie zu beginnen. Und nach einer Weile Psychotherapie habe ich festgestellt, das macht mir richtig Spaß. Ich habe dann auch irgendwann, ich war jammerdepressiv, ich habe dann irgendwann aufgehört, so viel rumzujammern und habe festgestellt, mit dem ganzen Leid, was ich erlebe, da habe ich ja selbst was mit zu tun. Irgendwie wird mir das nicht nur zugefügt, sondern da mache ich auch ganz schön selber mit. Und dann wurde ich eingeladen und freundlich überzeugt, eine Ausbildung zum Gestalttherapeuten zu machen. Und da ging die Reise dann erst richtig los. Und aus der Gestalttherapie heraus habe ich irgendwann die Körpertherapie kennengelernt. Mein wichtigster Gestaltlehrer hat mich mit tibetischer Körperarbeit in Kontakt gebracht und hat mich eingeladen, dass ich das regelmäßig und kontinuierlich übe. Und das hat sich als was Großartiges herausgestellt, weil die Gestalt-Selbsterfahrung ergänzt sich wunderbar gegenseitig mit der tibetischen Körperarbeit. Und nach 15 Jahren Praxis damit habe ich irgendwann 2008 in Bad Gleichenberg zusammen mit meiner Frau Heidrun einen Workshop gebucht, der Sabchen Somatics hieß. Und so hat mich Sabchen entdeckt. Und diese beiden wundervollen Lehrerinnen, die uns damals unterrichtet haben, denen sind wir dann hinterhergereist für einige Jahre, bis wir dann irgendwann auf Julie Henderson selbst gestoßen sind. Und
das ist aber eine neue Geschichte. Die erzähle ich euch gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Und jetzt kommen wir endlich zu Subgen Somatics. Subgen Somatics wurde von Julie Henderson ins Leben gerufen. Julie Henderson ist eine außerordentlich begabte Amerikanerin, die ein großes Talent für Sprache, für Eloquenz, für Schriftstellerei, für Psychotherapie, für Körpertherapien, für Tantra, aber auch als Lehrerin hat und hatte. Julie Henderson ist inzwischen 83 Jahre alt, hat sich aus der aktiven Lehrerschaft zurückgezogen und lebt mit ihrer Katze Loka und einem ihrer fortgeschrittenen Schüler zusammen in einem Haus mitten in einem Eichenwald am Rande von Napa in Kalifornien. Julie Henderson hat von ihren begabten Eltern ganz bestimmt sehr viel mitgenommen. Aber ihre eigentliche Erwachsenensozialisation, die hat dann in Berkeley begonnen. Berkeley in der großen politischen Zeit des Aufbruchs, müsst ihr euch vorstellen, wo die Frauenbewegung war, wo die ganze Zeit protestiert wurde gegen die verrückten Sachen, die damals die Amerikaner gemacht haben. Und da hat sich Julie emanzipiert. Sie hat aufgehört, ein braves Mädchen zu sein. Sie war Teil der sexuellen Revolution der Frauen. Und sie hat in dieser Zeit ihre wichtigsten körper- und psychotherapeutischen Lehrer kennengelernt. Unter anderem Milton Erickson und dann auch ihren ersten tibetischen Lehrer, der, glaube ich, Tatang Tulku hieß. Julie ist dann schon als Lehrerin auf Reisen gegangen und hat in Australien weitere tibetische Lehrer kennengelernt, von denen sie gelernt und mit denen sie geübt hat. Und diese Lehrer haben irgendwann, weil sie eben auch ein ganz großes spirituelles Talent hat, zu ihr gesagt, du bist jetzt soweit, wir machen dich zu einer Lama, damit du im Westen den Menschen das beibringst, was wir dich gelehrt haben. Und dann hat die Julie gesagt, Leute, ich bin keine tibetische Lama, ich bin eine Amerikanerin. Ich kann nicht das leugnen, was ich Jahrzehnte vorher gelernt habe. Und in diesem Prozess haben die tibetischen Lehrer dann gesagt, okay, dann mach eine Vermählung zwischen dem, was wir dir beigebracht haben und was du in Amerika gelernt hast und sonst wo im Westen. Und daraus ist der Name Subgen entstanden, weil Subgen kann man ungefähr übersetzen, das heißt so ähnlich wie auf eine freche und freundliche Art und Weise über die Grenzen hinausgehen. Das ist was man eigentlich so nicht macht. Und Somatics, Subgen Somatics heißt, Somatics bedeutet, dass wir es mit einem Körper zu tun haben, der intelligent, präsent, wach und bewusst ist, auf seine eigene Art und Weise. So, das mal zu Julie. Und was ist überhaupt Subgen? Also das Erste, was mir wirklich einfällt und was für mich herausragt, ist, dass Subgen von einer Frau in die Welt gerufen wurde. Und der Unterschied zu den ganzen anderen Verfahren, die ich kenne, die von Männern in die Welt gerufen wurden, ist, dass Subgen völlig anstrengungsfrei ist. Man geht nur an den Rand der Anstrengung hin und nicht rein. Ganz viele von euch haben bestimmt mal Yoga gemacht oder Bioenergetik oder Kampfkünste oder getanzt. Alles ist auch mit Anstrengung und Mühe verbunden. Das finden wir im Subgen nicht. Man darf bei Subgen auch jederzeit Nein sagen und das Nein feiern. Was zusätzlich noch dazu kommt, was mich so begeistert, ist, dass Subgen immer freundlich ist. Also wir sind immer eingeladen, Freundlichkeit in uns selbst hineinzubringen, in all unsere Körperregionen, in unseren Geist. Die Julie hat als profunde Kennerin aller fühlenden Wesen, wir Menschen gehören damit dazu, herausgefunden, wie die sich regulieren, wenn sie in stürmische Gewässer geraten. Stress, Angst,
Sorgen, Wut, Trauer, die regulieren sich alle über den Körper, indem sie die Stimme benutzen, den Atem und Bewegung. Und wir Menschen haben das meistens, fast alle von uns, völlig verlernt, weil wir erzogen und sozialisiert wurden, still zu sitzen, kaum noch zu atmen, die Klappe zu halten und so weiter. All diese Beobachtungen, wie man sich über den Körper in Richtung Wohlbefinden regulieren kann, hat die Julie gesammelt, in Übungen verwandelt und dann mit tibetischen Körperübungen verbunden, und so ist nach und nach die Schatzkiste von Sabchen Somatics entstanden. Und die Übungen sind spielerisch und einfach und leicht. Und wenn du ein skeptischer Geist bist, kann es sein, dass du denkst, das kann doch gar nicht wirken. Aber das tun diese Sabchen-Übungen, vor allem wenn man die öfter praktiziert und übt. Ich habe ganz viel über mich, über Julie und über Sabchen erzählt, und ich habe bei dem Erzählen völlig vergessen, Tony Richardson zu erwähnen und ihm zu danken, weil der hat ganz viel zu Sabchen beigetragen, so wie Sabchen heute ist. Und er ist ein ganz, ganz wichtiger Lebensgefährte und Begleiter von Julie Henderson. Danke, Toni. Warum sitze ich überhaupt hier und warum nehmen wir diese Videos auf? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich dazu was sage. Die Julie, die hat ganz viele schriftliche Sachen hinterlassen. Die hat Bücher geschrieben. Unter anderem hat sie dieses ganz tolle Buch geschrieben, das heißt Embody Wellbeing. Da sind all die Übungen drin, die in dem Video auch vorkommen, und noch viele Übungen mehr. Julie hat noch mehr Bücher geschrieben. Und eine Kollegin von mir hat auch ein Sabchen-Praxisbuch geschrieben. Das findet alles in der analogen Welt statt, aber über Sabchen gibt es im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Dingen bis jetzt noch fast gar nichts in der digitalen Welt. Ich glaube, das wird Zeit, dass Sabchen auch in der digitalen Welt Spuren hinterlässt, weil zum Beispiel du das dadurch sehen kannst und vielleicht ein klein bisschen von der Idee von Wohlbefinden angesteckt wirst. Und das würde mich total freuen. Deswegen sitze ich hier und nehme die Videos auf. Also ich zeige dir in diesen Videos einen ganz kleinen, großen Haufen von Sabchen-Übungen. Und ich lade dich auch jeweils ein, die mit mir zu üben. Und sollte das tatsächlich so sein, was ich sehr hoffe, dass die dir gefallen, und du ein bisschen angesteckt bist, weil du merkst, oh, das tut mir gut, dann bitte ich dich, dass du dir eine Lehrerin oder einen Lehrer suchst und gemeinsam mit ihr oder ihm übst. Würdest du Geige lernen, bräuchtest du vermutlich, es sei denn, du bist ein Universalgenie, auch eine Lehrerin oder einen Lehrer. Und all die Lehrerinnen und Lehrer, die findest du auf den Homepages. Die gibt es bei uns auch schon, also wir sind doch schon ein bisschen digital. Die heißen sabchen.de, und wenn du mich direkt suchen möchtest, ist das sabchen.at. Ja? Okay, ich danke dir. Falls du dich fragst, wieso taucht denn dieser Jens ständig in wechselnden T-Shirts vor mir auf, mag ich dich wissen lassen, ich mache das nicht, um meine hippe T-Shirt-Kollektion vorzuführen, sondern ich mache das, weil ich Kameras nicht gewöhnt bin und ich feststelle, dass trotz aller Entspannungsfähigkeit ich immer noch schwitze, wenn ich vor der Kamera stehe, und dann tue ich ab und zu ein anderes T-Shirt anziehen, damit du nicht meine Schweißflecken siehst. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Okay, also deswegen hippe T-Shirt-Kollektion, ein Drachen-T-Shirt. Sabchen mag Drachen sehr gerne, weil die tibetische Linie, aus der Julie irgendwann gelernt hat, das war die tibetische Drachenlinie. Und Drachen sind ganz wundervolle Wesen in Tibet, anders als in Europa.
Das sind sehr furchterregend. In Tibet sind die liebevoll und weise, stets hilfsbereit und sehr, sehr humorvolle Wesen. Also ich mag auch mein Drachen-T-Shirt. Ähm, Jetzt lade ich dich ein, einfach mit mir zu üben, mir zuzuschauen oder am besten mitzumachen. Die Übungsfolge, die ich dich jetzt einlade mitzumachen, ist eine Übungsfolge, die sich ganz toll eignet, gleich früh am Morgen zu machen. Wenn dir das möglich ist und du das magst, dann ist ein bisschen Stampfen bestimmt gut, damit du runterkommst in deinen Körper und dass du die Beine spürst. Du kannst es auch ganz leise machen, sollten die Nachbarn unter dir empfindlich sein oder neben dir ein Kind schlafen, das willst du nicht aufwecken. Es geht darum, dass du wirklich ein bisschen die Füße auf den Boden stellst, um die Beine besser zu spüren und dass du den Boden begrüßt. Und dann komm an einen Platz zum Stehen, zum Ruhen, den du dir ausgesucht hast. Steh ungefähr schulterbreit und dann wär ein bisschen weich in den Knien und fang an, dich aus den Knien aus rauf und runter zu wippen und lass aus diesem Wippen nach und nach sowas entstehen, was ein Schütteln ist. Und bei diesem Schütteln lade ich dich ein, dass du die Schultern loslässt und die Armgelenke und die Handgelenke, den Bauch entspannst. Wenn du dich traust, bitte ich dich, dass du auch die Pobacken loslässt. Dein Unterkiefer, ganz sicher nicht die Zähne zusammenbeißen. Und dass du erst an der Oberfläche schüttelst und dir dann nach und nach vorstellst, dass dieses Schütteln, wie das Schütteln einfach kommen möchte, auch nach innen geht. Und dass du alles, was du bist, alles, was du ausmachst, durchschüttelst. All die saftigen Organe, die in dir sind und all die Flüssigkeiten, aus denen du bestehst, geraten in Bewegung. Und die Räume zwischen den Organen und die Zellen und in immer kleinere und kleinere Strukturen hinein kannst du dich schütteln bis in die molekulare Ebene hinein. Und ich lade dich ein Gewürz dazu zu tun, zu diesem Schütteln, das ist liebevolle Freundlichkeit. Stell dir vor, du würzt dich, während du dich schüttelst, mit liebevoller Freundlichkeit. Und diese liebevolle Freundlichkeit, die dringt durch all deine Poren in dich ein. Und durch die Bewegung, die du gerade machst, verteilt sich die liebevolle Freundlichkeit überall in dir. Überall, wo du es erlaubst, dass ich schon hinkommen darf. Wie lange schüttelt man? Also ich schüttle normalerweise ungefähr 10 Minuten lang. Das machen wir jetzt in dem Video nicht, weil das zum Anschauen wahrscheinlich irgendwann fad wird. Aber wenn du für dich alleine das Schütteln übst, ungefähr 10 Minuten ist eine gute Zeit. Wenn du merkst, dir ist das zu viel, dann schüttel nur 3 Minuten. Irgendwann kommt dann die Einladung, so wie jetzt, dass ich sage, jetzt lass dein äußeres Schütteln langsam weniger werden. Schieb's nicht mehr an und dann wird es noch eine Weile nachklingen. Es klingt nach, wenn du dich nicht anspannst. Wenn du deine Knie nicht steif machst oder die Pobacken nicht anspannst oder den Bauch, klingt das eine Weile nach. Und dann kannst du spüren, wo das Schütteln, wo du überall in deinem Körper Pulsationen spürst. Wo vielleicht Bewegung oder Wärme ist. Und vielleicht kannst du auch spüren spontan, wo es noch Körperbereiche in dir gibt, die sich schüchtern anfühlen oder die noch nicht mitgemacht haben, weil sie sich noch nicht trauen oder weil sie ein bisschen bockig sind. Und wenn du magst, dann lass dich einladen, die Bewegung des Schüttelns noch mal größer werden zu lassen, zusammen mit dieser liebevollen Freundlichkeit und zu diesen Bereichen hinzuschütteln, die sich noch nicht so belebt anfühlen. Weil Schütteln macht lebendig, vitalisiert, energetisiert dich, macht wach, hilft dir in deinen Körper reinzukommen, in deinen Körper, der
wach, intelligent und bewusst ist. Und der hilft dir auch, dich ganz auszufüllen. Und das ist eine tolle Vorbereitung für den Tag. Also schüttel noch ein bisschen diese Regionen, die vorher noch nicht mitschütteln wollten. Und wenn du, das mag ich noch sagen, genau, schütteln mag Geräusche. Ich habe jetzt ganz viel geredet. Normalerweise, wenn ich schüttel, tauchen automatisch beim Schütteln Geräusche auf. Die könnten irgendwie so sein wie und ich weiß aber von vielen Leuten, die mit dem Schütteln anfangen, dass sie sich noch nicht trauen, Geräusche zu machen. Also kannst du die Geräusche auch stumm machen, aber wenn du Spaß oder Vergnügen an Geräuschen hast, dann lass einfach welche zu. Und nach einer Weile des zweiten Schüttelns lass es wieder kleiner werden, kleiner, bis es außen kaum noch oder gar nicht mehr sichtbar ist. Und spür der inneren Bewegung für einen Moment nach. Ich bin sicher, es gibt eine innere Bewegung. Vielleicht eine erste Welle von Wohlbefinden? Und dann ist ein guter Zeitpunkt, ein guter Moment gekommen, dass du dich streckst, ein bisschen räkelst und dass du an deinem Bindegewebe und deinen Faszien so ein bisschen ziehst und zupfst. Und gerne wieder Geräusche machst dazu. Weil die Faszien und dein Bindegewebe mag das total gerne, wenn an ihm gezogen und gezupft wird. Und wenn du an der einen Seite ein bisschen freundlich ziehst und zupfst, dann hat es auf das ganze Bindegewebe eine Wirkung, weil alles in deinem Körper, das ganze Bindegewebe, alles hängt miteinander zusammen. Im Sabchen tun wir auch seufzen. Das kann sein, dass so spontan aus dir Töne aufsteigen, die klingen so wie Und das hat eine ganz wohltuende Wirkung auf den Körper und auch auf den Geist. Instinktiv tun Menschen, die seufzen, eigentlich ganz was Richtiges. Es kann auch sein, dass Gähnen aufsteigt. Und Gähnen ist sowieso großartig. Wenn wir mal den ganzen Höflichkeitsfaktor von Gähnen weglassen und das, was uns beigebracht wird, dass Gähnen Ausdruck von Langeweile ist und dass wir nicht mitmachen wollen oder dass wir nur gähnen, wenn wir müde sind, weil wir nicht ausgeschlafen haben. Wenn wir das mal weglassen und richtig gucken, was beim Gähnen passiert, entdecken wir nur Positives. Weil Gähnen entspannt den Mund und den Rachenraum, es entspannt den gesamten Nacken bis hoch in die Basis deines Gehirnes. Gähnen verbindet die Rückenmarksflüssigkeit und die Gehirnflüssigkeit miteinander. Es tut den Flüssigkeitskreislauf anregen. Deine Augen werden feucht. Das ist sehr praktisch, wenn man viel Bildschirmarbeit macht. Es soll sogar das Gehirn kühlen und es schüttet tagsüber Botenstoffe aus wie Serotonin und andere Glückshormone und abends tut Gähnen dann Melatonin ausschütten. Das hilft, dass wir einschlafen können. Also wenn Gähnen auftaucht, dann lasst das total gerne zu. Die nächste Übung, die ich morgens gerne mache, ist einfach die Arme hochzunehmen, die Hände so zusammenzufalten und ganz locker zu stehen. Diese Übung heißt die Last der Welt ablegen. Viel von der Last der Welt befindet sich in unseren Schultern und da lagern sich Informationen von Stress, von Überforderung, von Sorgen, von Ärger, von Trauer, die tun sich diese Informationen in den großen Schultermuskeln, die heißen, glaube ich, Delta- und Trapezmuskel, die lagern sich dort ab. Das ist so ähnlich wie der Zahnstein auf den Zähnen. Und wir kommen jetzt nicht wie der Zahnarzt mit dem Ultraschall, sondern wir kommen mit der Körperflüssigkeit, die wir jetzt schon mit Freundlichkeit angefüllt haben, und leiten durch diese großen Muskeln
frische Informationen und frische Flüssigkeit durch. Und diese Flüssigkeiten, die jetzt durchfließen, nehmen die alten Informationen von Stress, Überforderung und Ärger mit und bringen die zu den Reinigungsorganen. Und die tust du nachher rauspinkeln. Und wenn du merkst, dass deine Arme schwer werden, dann geh bitte nicht in die Anstrengung rein, sondern nimm einfach die Arme runter und lass die Last der Welt los. Spür für einen Moment nach. Und dann mach die Übung noch ein zweites Mal. Du willst, kannst du die Hände andersrum greifen lassen. Und steh wieder für eine Weile still. Stell dir vor, dass frische Flüssigkeit mit der Information von Wohlbefinden und liebevoller Freundlichkeit durch deine großen Schultermuskeln fließt und alte Informationen abtransportiert und die zu den Reinigungsorganen bringt. Und wenn du merkst, dass die Arme schwer werden, dann nimm sie einfach runter und lass der Welt los. Und jetzt ist wieder ein Moment gekommen, zum Beispiel zu seufzen. Ah. Ah. Und wir machen es noch ein drittes Mal und legen noch ein drittes Mal die Last der Welt ab. Eine ganz schöne Morgenpraxis kann das sein. Und die Hände runter und die Last der Welt ablegen. Es gibt noch so ein Gewebe, wo sich ganz viele Informationen von Sorgen, Stress, Ärger, Überlastung einsammeln. Diese Zone liegt genau zwischen deinen Schulterblättern. Und wenn sich in dieser Körperregion zwischen den Schulterblättern all diese Informationen ansammeln, führt das meistens dazu, dass man irgendwann Halswirbelprobleme bekommt. Also die Übung, die heißt nie wieder Halswirbelprobleme. Du nimmst einfach die Arme hoch und dann tust du mit dem Atem zusammen deine Arme nach hinten bewegen und du atmest ein und tust die Arme nach hinten bewegen. Dabei gehen die Schulterblätter ganz leicht zusammen und beim Ausatmen lässt du wieder los. Also das ist wie, als würdest du einen Spülschwamm, der zwischen den Schulterblättern ist, zusammendrücken. Da wird dann die alte Information ausgedrückt und wenn du ausatmest, lässt du wieder los und frische Flüssigkeit wird in dieses Gewebe eingesogen, wie in den Spülschwamm unter dem Wasserhahn. Und der saugt sich mit frischer Information von Wohlbefinden und liebevoller Freundlichkeit voll. Das machst du einfach ein paar Mal. Also wenn du schon Halswirbelprobleme hast, dann ist es so, dass nicht viel hilft, sondern dass immer wieder das allmähliche Üben dieser Übung hilft dir, das Gewebe zwischen den Schulterblättern langsam zu reinigen, dass deine Halswirbelprobleme weniger werden. Am besten hast du noch gar keine gehabt und du wirkst auf eine gute Art und Weise vor. Und dann lass die Arme einfach wieder fallen. In die Routine der Morgenübungen passt ganz wunderbar auch noch die Übung der Geier. Streck also deine Arme aus und stell dir vor, dass du eine Königsgeierin oder ein Königsgeier bist, der auf einem Baum am Rande der Wüste sitzt. Du breitest deine Flügel aus, nachdem gerade ein Regenschauer deine Flügel ein bisschen nass gemacht haben. Die Sonne kommt raus und du lässt deine Flügel in der Sonne trocknen. Du kannst sie auch ein bisschen rauf und runter bewegen. Damit streichelst du die Gewebe und die Muskulatur hinter deinem Herzen. Und wenn dann die Arme ein bisschen schwerer werden, zieh sie an dich ran und beginne dann eine langsame, drehende Bewegung um deine Körpermitte. Und mit dieser Bewegung streichelst du alle Gewebe, die rund um deine lebenswichtigen Organe in deinem Brustraum sind. Damit meine ich vor allem einen Gewebesack,
der heißt Mediastinum und viel weiter innen ein Gewebesack, das ist so der Herzbeutel. Und diese Gewebe, die ziehen sich zusammen, wenn wir unter Stress geraten oder in Gefahr sind, weil die schützen dann die innewohnenden Organe, damit wir auf die Stress- oder die Gefahrsituation besser reagieren können. Aber weil wir notorisch unter Stress stehen, kommen diese Gewebe gar nicht mehr dazu, sich zu entspannen. Und was wir jetzt machen, wir sorgen für Wohlbefinden im Körper und streicheln und zupfen freundlich an diesen Geweben, dass die sich entspannen können, weil dadurch erhalten dann die lebenswichtigen Organe mehr Platz, fühlen sich wohler und dann gehen die organischen roten und orangenen Lichter aus und alles wird nach und nach auf grün geschaltet. Und ehe deine Arme jetzt wieder schwer werden, klapp einfach die Unterarme nach unten, mach die Bewegung noch ein bisschen weiter, lass sie ein klein bisschen schneller werden. Es hat denselben Effekt wie vorher. Julie hat diese Übung Turkey Flapping genannt. Also wir sind jetzt eine Truthenne, ein Truthahn und machen das noch eine Weile. Und dann lässt du die Arme fallen und tust sie aus den Schultern raus noch ein bisschen fliegen lassen. Und während du das machst, fallen deine Handflächen und deine Handrücken von ganz alleine auf deine Nieren oder auf deine Nebennieren und bedanken sich auf diese Art und Weise für die kostbare Arbeit, die die Nieren, die Nebennieren 24 Stunden am Tag für dich machen. Sie tun zum Beispiel jetzt gerade diese ganzen Informationen, die wir durch das Üben loslösen, verarbeiten und vorbereiten, dass sie nachher rausgepieselt werden. Und außerdem macht der Arme schwingen total viel Freude. Fast alle von uns haben das gemacht, bis wir dann irgendwann in die Pubertät gekommen sind und uns alles peinlich wurde. Und dann sind wir vielleicht, wahrscheinlich die meisten von uns, erstarrt und haben lieber cool geschaut, als dazustehen und die Arme zu schwingen. Irgendwann lass das Arme schwingen kleiner werden, kleiner, bis es dann gut ist. Und nach dieser Übungsfolge mache ich am Schluss jeden Morgen eine Übung, die heißt Hocken. Da gehe ich ganz tief in die Hocke. Wenn du mit den Füßen am Boden bleiben kannst, dann mach das. Wenn die Fersen nach oben gehen, ist das auch in Ordnung. Streck die Arme vor dich, nimm den Kopf dazwischen und streck dich ganz lang. Und die Übung, die hilft dir, dein Becken zu öffnen und was für deine Basis zu tun. Weil wir brauchen eine gute Basis, damit wir uns wohlfühlen können. Und diese Arme nach vorne strecken, das hilft dir, dass Raum in die Wirbel deiner Lendenwirbelsäule kommt. Und das beugt ein bisschen Lendenwirbelprobleme vor. Und weil das anstrengend ist, was wir hier gerade machen, können wir ein bisschen dazu ächzen und stöhnen. Das ist wirklich eine der ganz wenigen anstrengenden Übungen, die Julie uns gegeben hat. Und zwischendrin kannst du einfach mal die Beine ausstrecken und den Oberkörper nach unten hängen lassen. Einfach hängen lassen. Das bringt dann Raum in die ganze Wirbelsäule. Wenn du magst, kannst du den Po dazu ein bisschen ausschütteln. Ein bisschen seufzen, ein paar A's in den Raum schicken. Und dann lade ich dich ein, nochmal in die Hocke zu gehen. Und nicht zu strecken und zu stöhnen und nicht mal die Beine auszustrecken, dich noch mal ein bisschen hängen zu lassen und dann ganz langsam Wirbel für Wirbel für Wirbel hochzukommen. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, diese Übungsfolge abzurunden oder zu beschließen. Mein Weg ist
mich dann morgens auf dieses Bänkchen zu setzen und eine halbe Stunde zu meditieren. Also ganz still zu werden und die Erfahrung der Übung auf diese Weise zu integrieren und einzukörpern. Wenn du das nicht magst oder das auch noch nicht gelernt hast, ist der andere Weg, dich einfach auf den Rücken zu legen, dich ein bisschen zu räkeln und dir dann einen guten Platz zu suchen. Du kannst dich auch auf die Seite rollen und dich zusammenkuscheln und dann Nickerchen zu machen. Das heißt, ein klein bisschen runterzuruhen und einzudösen. Dein Alltagsbewusstsein geht 1, 2, 3 Stufen tiefer in eine Zone, wo du nicht wirklich einschläfst, aber wo du das neu Erlebte, das neu Erfahrene durch diese Übungen einkörpern kannst. Das ist so ähnlich, als würdest du einen Computer booten. Wenn wir Neues lernen und wir tun das nicht integrieren und nehmen uns keine Zeit dafür, dann ist das nur Stress für uns. Dann war das Lernen anstrengend und das danach ist auch stressig. Das ist vor allem dann so, wenn wir sofort nach dem Lernen oder wenn wir eine neue Erfahrung gemacht haben, sofort Medien benutzen und uns noch weiter vollstopfen, vor allem mit Dingen, die aus Bildschirmen kommen. Also das Beste ist, wenn wir was Neues erfahren, wenn wir was Neues gelernt haben, zur Integration, weil wir lernen nicht nur im Kopf, sondern wir lernen im ganzen Körper. Der Körper hat ein Körpergedächtnis, wenn wir das einsinken lassen. Und das passiert durch Nickerchen, durch Eindösen. Also wenn du magst, mach ein Nickerchen. Wenn du magst, meditiere. Und wenn du beides nicht sympathisch findest, dann sag einfach Nein und geh einfach deinem Alltagsgeschehen nach. Kann sein, dass du jetzt Lust auf einen Kaffee hast. Dann tu das. Danke fürs Zuschauen. Hallo ihr Lieben da draußen. Ich zeige euch gleich in diesem Video eine Übungsabfolge, die aus Chuchu-Stampfen besteht und eine Erdungs- und Vertrauensübung. Und bevor wir die miteinander machen, weil ich mag dich einladen, sie mitzumachen, wenn du das möchtest, mag ich auch noch erzählen, wie es zu dieser Übung gekommen ist. Das Chuchu-Stampfen hat Julie im letzten Jahrhundert auf einer Japanreise in einem japanischen Theater kennengelernt. Kurz vor der Aufführung, ist das gesamte Ensemble auf die Bühne gekommen und hat angefangen, wie wild rumzutrampeln. Und das hatte einen ungeheuerlichen Effekt, nämlich im Publikum wurde es mucksmäuschenstill und das Publikum war sehr aufmerksam danach. Und die Präsenz der Schauspieler ist sichtlich gestiegen. Diese Übung hat die Julie mitgenommen aus Japan und hat sie in ihr Sabchen-Repertoire mit eingefügt. Diese Übung hilft ungeheuerlich, wenn du bemerkst, dass du sehr kopflastig bist und deinen Körper wenig spüren kannst, wenn du ängstlich bist oder aufgeregt, so wie ich jetzt gerade aufgeregt bin. Und es hilft dir, runterzukommen in deinen Körper. Es hilft dir, weniger schüchtern zu sein und es erhöht deine Präsenz. Und der zweite Teil der Übung besteht erstmal aus Stehen und dann aus Sitzen und als drittes aus Liegen, indem du als Körper spürst, ob du dem Boden, den du unter dir spürst, dein Vertrauen schenkst, dass er dich tragen darf. Und zwar tust du deine Füße heben und setzt sie freundlich, aber energisch ab und lässt nach und nach die Bewegung größer werden, wenn du das magst, und lässt daraus ein Stampfen werden. Und setzt die Füße auch auf eine Art und Weise ab, als würden die Fußsohlen nach unten dem Boden sagen, hey du da, ich bin's. Und während du stampfst und das Stampfen größer und schneller werden lässt, kannst du beobachten, dass sich dein Atem intensiviert
Und wenn du dann auch noch die Arme dazu nimmst und vielleicht Geräusche machst, wie und Lokomotivengeräusche wie und dich noch ein bisschen mehr in Bewegung setzt, tut sich deine Präsenz langsam aus deinem Kopf ausdehnen und geht in deinen ganzen Körper über. Vor allem auch in die Beine. Und ehe ich dir jetzt einen vorkeuche, lasse ich die Bewegung langsamer werden, bis ich an einer Stelle zum Stehen komme, die ich mir ausgesucht habe. Und wenn ich hier stehe und mein Atem langsam wieder sich beruhigt, kann ich schon spüren, wie eine Welle von guter Laune durch mich geht. Und was ich spüren kann, ist mein Bauch. Und ich kann meine Beine spüren. Lass uns für einen Moment annehmen oder lass uns vorstellen für einen Moment, dass unser Körper genauso wach, genauso intelligent und genauso bewusst ist, wie wir uns im Kopf fühlen. Also, dass wir eine Körperintelligenz besitzen. Und stell dir vor, dass diese Körperintelligenz, indem wir die jetzt gerade auch ein Stück aufgeladen haben, sogar in deinen Fußsohlen wohnt. Wenn du also jetzt deine Konzentration in die Fußsohlen richtest und als Fußsohle nach unten spürst, was finden die Fußsohlen dann raus? Wie fühlt sich das, was unter dir ist, als Fußsohle an? Spürst du Wärme oder Weichheit? Stehst du auf einem Holzboden, bei einem Teppich? Lass deine Fußsohlen spüren, wie sich das unter dir anfühlt. Und schau mal, ob deine Fußsohlen das, was sie unter sich spüren, als vertrauenswürdig wahrnehmen. Ob deine Fußsohlen dem Boden, den sie unter sich spüren, erlauben, dass der Boden dich als Körper tragen darf. Sei ein bisschen pingelig, sei ganz genau als Fußsohle mit der Untersuchung des Bodens. Wenn du nicht ganz zufrieden bist, kannst du die Position natürlich auch wechseln und dir einen anderen Platz suchen. Und wenn du als Fußsohle den inneren Daumen hebst und sagst, der Platz ist okay, dann könntest du für deinen inneren Raum als Körper und für den äußeren Raum als Bestätigung so einen Ton machen, der so ähnlich klingt wie Und wenn diese Bestätigung erfolgt ist, dann erlaube dem Boden dich zu tragen. Als der Körper, der du bist, mit deinem ganzen physischen Gewicht, mit allem, was dich sonst noch ausmacht. Also mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Psyche, mit all dem, was man hier in unserem Kulturkreis Seele nennt. Mit all dem, was du an dir magst und all dem, was du nicht an dir magst. Alles, was du an dir kennst und alles, was du auch noch nicht an dir kennst. Gib das ab, lass dich tragen. Verbinde dich mit dem Boden. Stelle als Erdenwesen, das du bist, eine gute Erdung her. Du weißt ja, dass wir wie ein elektrisches Gerät sind, durch all die Nerven, die wir haben, durch all die Energie, die durch uns durchläuft. Wenn wir nicht gut geerdet sind,
gehen wir auf Kurzschluss. Und das ist nicht gut für uns. Wie für kein anderes elektrisches Gerät auch. Lass dich tragen und sei gut geerdet. Und genieße für einen Moment die Verbindung zum Boden. Und dann lade ich dich ein, noch ein Schrittchen weiter zu gehen. Lass dich niedersinken und komme in eine sitzende Position. Das kann auch auf einem Stuhl sein, das kann aber einfach auch im Schneidersitz sein. Du kannst auch die Beine ausstrecken, wie dir gerade danach ist. Ein Bein unterschlagen. Und jetzt lade deine wache, intelligente Präsenz ein, als Körper, mit all den Körperstellen, die jetzt gerade den Boden berühren. Du magst, kannst du die Hände noch dazu nehmen. Zu spüren, ob der Platz, an dem du sitzt, der Boden, den du gerade berührst, ob der vertrauenswürdig ist. Ob du dem erlaubst, dass er dich tragen darf. Sei wieder genauso genau und pingelig wie als Fußsohlen. Und wenn du merkst, dass der Boden okay ist, dass der vertrauenswürdig ist, dann mach wieder einen Ton, der klingen könnte wie Ah. Damit informierst du deine inneren Räume und auch den äußeren Raum, in dem du dich aufhältst. Und dann lass dich tragen als all das, was du bist, mit deinem physischen Gewicht und mit deinem psychischen, seelischen Gewicht. Und genieße es, dass du dir absichtsvoll diesen Ort ausgesucht hast und dem das Vertrauen schenkst. Ganz oft gehen wir faule Kompromisse ein und bleiben an Plätzen, die uns überhaupt nicht behagen, weil wir höflich sind oder uns nichts anderes übrig bleiben. Und dann fühlen wir uns an dem Ort, an dem wir sein müssen, total unwohl und unser ganzer Körper spannt sich an. Obwohl wir eigentlich gehen wollen oder sogar manchmal flüchten. Also genieße den Moment, dass du jetzt gerade an einem Ort sitzt, den du dir ausgesucht hast und den du dein Vertrauen schenkst. Diese Übung, die kann noch einen Schritt weiter gehen, wenn du magst. Du kannst sie aber auch in 3 Teilen lassen, indem du es nur machst, stehen. Du kannst Stehen mit Sitzen verbinden. Du kannst aber auch Stehen, Sitzen und Liegen verbinden. Dann lade ich dich ein, dass du dich sogar noch hinlegst, auf den Rücken oder auf die Seite, je nachdem, was du lieber magst. Und wieder die Intelligenz und Präsenz und Wachheit deines Körpers einlädst, nach unten zu spüren mit all den Körperzellen und Körperzonen, die den Boden berühren, zu spüren, ob du erlaubst, dass der Boden dich tragen darf. Ob du dem Boden dein Vertrauen schenken möchtest. Du bist vielleicht jetzt schon ein bisschen vertraut mit dem Ort. Und dennoch lade ich dich ein, dass du ganz genau hinspürst. Auch als Rücken und die Rückseite deiner Beine und der Arme. Und auch dein Hinterkopf kommt jetzt in Kontakt mit dem Boden.
Schau, ob du ihm erlaubst, dass er dich tragen darf. Und wenn es ein inneres Ja gibt, dann mach wieder einen Ton für deine inneren Räume und für den äußeren Raum, der klingen könnte wie Ah, was alle Zellen in dir informiert. Das ist ein sicherer Platz gerade eben, ein Safe Space. Und dann lass dich niedersinken und entspann dich dem Platz entgegen und lass dich tragen. Und genieß für eine Weile, dass da jemand ist, der dich hält und stützt und trägt. Und dass da auch Vertrauen ist, dass das sein darf. Ruhe für eine Weile an diesem Platz, genieße und lass die Erfahrung, die du gerade machst, lass die ganz tief einsinken. Überall in deinen Körper und in deinen Geist hinein. Und wenn du darüber tiefer einsinkst und 1, 2, 3 Bewusstseinsstufen dem Schlaf entgegensinkst und am Ende sogar einnickerst, ist das völlig in Ordnung. Wenn du wirklich neugierig warst und die Übung mitgemacht hast und sogar in ein Nickerchen gegangen bist, dann kann es sein, dass du immer noch nickerst. Und wenn das der Fall ist, dann lade ich dich ein, kleine Bewegungsimpulse zu entwickeln und die Fußzehen zu bewegen oder mit den Fingern zu wackeln, die Nase zu rümpfen oder eine Augenbraue hochzuziehen. Was immer du magst, um ganz langsam wieder an die Oberfläche und in dein Alltagsbewusstsein zurückzukommen. Und ich lade dich ein und bitte dich, das ganz freundlich zu machen und ganz langsam in Bewegung zu kommen, dich irgendwann zu räkeln und zu strecken und vielleicht Geräusche dazu zu machen, die dein Wohlbefinden spiegeln. Und dann erst nach und nach komm in eine sitzende oder sogar eine stehende Position und später geh einfach dann deinen Alltagsgeschäften wieder nach. Die Übungen, die ich dir jetzt zeigen will und wozu ich dich natürlich wieder einlade, gleich mitzumachen, die stammen auch aus Julies Schatzkiste der Sabchen-Übungen. Und die sind alle dazu gedacht, dass wir Sachen, die ohne unsere Absicht in uns reingeraten sind und die wir in uns gar nicht drin haben wollen, dass wir die wieder loswerden. Das sind meistens Ärgernisse, wenn irgendjemand was von uns will, was wir nicht wollen, was wir dann aber, weil wir hierarchisch untergeordnet sind, dennoch machen müssen. Das sind alle möglichen Sachen. In der Beziehung, dass wir etwas
unhöfliches Runterschlucken, obwohl unsere Freundin uns ärgert und. Ähm, Die Übungen sind 3 Übungen, die haben eine Steigerungsform und die erste Übung, die heißt Pferdelippenschnauben. Wenn du zum Beispiel ein Telefonat hattest mit jemand und hast dich über den geärgert, kannst du auf der organischen Ebene bemerken, dass du ein bisschen sauren Geschmack im Mund hast und dass sich deine Muskulatur um deinen Mund herum ein bisschen angespannter anfühlt, als wenn du völlig entspannt bist. Und das tun wir jetzt einfach wieder lockern, indem wir wie ein Pferd schnauben. Also du holst Luft, machst deine Lippen ganz locker und machst und dann machst du es nochmal. Eine kleine Folge von Schnaubern und stellst dir währenddessen vor, dass das, worüber du dich gerade geärgert hast, dass das durch das Schnauben rausgeht. Und wenn du nachspürst, was in deinem Gesicht passiert, vielleicht bemerkst du, dass sich Fröhlichkeit ausbreitet und dass sich das so langsam nach oben zieht bis in deine Augenregion. Und dass natürlich die Muskeln rund um deinen Mund, dass die sich wieder lockern. Eine ganz tolle Übung, damit wir nicht immer und immer verkniffener werden, je älter wir werden. Wenn die Pferdeschnaubübung nicht ganz ausreicht, wenn das, was du da in dich reinbekommen hast von außen, schon massiver ist und du ärgerlich bist und auch trotzig und ein bisschen Bockigkeit in dir spürst, dann hat Julie uns die Übung gegeben, Blowing Raspberries. Das kann man auf Deutsch so ungefähr übersetzen wie Prusten. Dafür, alle Primaten können das und kleine Kinder können das auch total gut, bis die Eltern ihnen das abgewöhnt haben, weil das die Eltern meistens nicht mögen. Du tust also dabei dein Kinn ein bisschen nach vorne schieben, presst die Lippen fest aufeinander, stellst dir innerlich vor, du kannst mich mal, ja, dann holst du ein bisschen aus und machst. Und weil meistens einmal nicht reicht, sich vorzustellen, du kannst mich mal, kannst du das auch mehrfach machen. Ich finde die Übung einfach toll, weil die macht ganz großen Spaß und bringt große Erleichterung, nicht nur im Gesicht, sondern in meinem ganzen Körper, ja, dass ich merke, das ganze Gift, der ganze Trotz, der Unwille, der ist wirklich raus. Du kannst mich mal. Jetzt gibt es seltene Situationen, wo wir als Erwachsener von so viel in uns aufgenommen hat, dass uns richtig schon übel geworden ist. Meistens sind das kleine Jungs, die spielen ganz gerne damit, zum Beispiel in der Zeit, wo sie Mädchen bemerken, ihnen das aber peinlich ist und die machen dann diese Übung, die heißt spielerisch würgen. Also wenn etwas in dir drin ist und du sollst wirklich nicht tatsächlich dich erbrechen, sondern es ist ein Spiel, ein freundliches Spiel, was zu Wohlbefinden führen soll, dann kannst du spielerisch würgen. Du kannst also das, wovon dir eigentlich übel wird, weil das eine Unverschämtheit ist, was da gerade passiert ist, du kannst das aus dir rauswürgen. Also du streckst deine Zunge raus und machst einmal reicht meistens nicht. Die kleinen Jungs machen das auch öfter, ja, die finden das total lustig und machst und stellst dir vor, dass das, was du so schlimm fandest, dass das wirklich raus ist aus deinem System. Dankeschön. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich bei diesen 3 Übungen. Hallo ihr Lieben da draußen. Hier bin ich wieder. Ich habe gerade die Schatzkiste von Julie geöffnet und festgestellt, in Julies Schatzkiste sind nicht nur Übungen drin, die Julie jetzt in ihr Buch geschrieben hat. Da sind auch Geschichten drin gelandet, die ihre Schülerinnen und Schüler mitgebracht haben oder die Kolleginnen und Kollegen mitgebracht haben, die Julie mag und gut findet. 2 davon mag ich euch zeigen. Die eine ist aus einer tibetischen Bewegungslehre
die Luzhong heißt. Und die heißt, die Wildgans trinkt Wasser. Magst du mitmachen? Also stell dich relativ breitbeinig hin, sodass sich das noch gut für dich anfühlt. Und dann nimm die Hände in deine Seiten, die Daumen zeigen nach vorne. Und jetzt stell dir vor, du bist eine Wildgans, du hast einen ganz langen Hals und du willst nach da unten und möchtest Wasser trinken. Hol ein bisschen aus und dann bewege dich mit geradem Rücken, geradem Kopf langsam nach vorne und nach unten, bis du dann über dem Wasser bist. Und dann schlürf einen Schluck Wasser. Und dann komm wieder hoch, ganz langsam in einer fließenden Bewegung. Und weil du eben diese Wildgans bist, musst du ganz hoch. Und jetzt erst kannst du schlucken und jetzt rinnt das köstliche Wasser deinen Hals hinunter bis runter in deinen Bauch. Und weil nicht allzu viel in den Schnabel gepasst hat von dir, bewegst du dich ein zweites Mal nach unten. Ganz langsam, in einer fließenden Bewegung, bewegst du dich nach unten, bis du wieder mit deinem Schnabel über dem Wasser bist. Jetzt nimmst du einen Schluck Wasser und kommst dann ganz langsam wieder hoch. Dein Rücken bleibt gerade, die Bewegung ist nur aus der Hüfte heraus. Bis du wieder oben bist und dann schluckst du den Schluck Wasser runter. Und dann noch ein drittes Mal. Ein drittes Mal näherst du dich dem köstlichen Nass als Wildgans. Und kommst nochmal hoch. Und dann löst du die Position auf und spürst kurz nach. Diese Verbeugungsübung hat eine erstaunlich antidepressive Wirkung auf der einen Seite und auf der anderen Seite tut sie natürlich ganz viele Muskeln in deinem Rücken, wenn du sie langsam machst und gleichmäßig aktivieren und kräftigen. Und ich finde sie auch ästhetisch sehr schön, dafür mag ich sie. Ich finde sie auch würdevoll und sie macht auf jeden Fall auch Wohlbefinden. Also wenn du magst, probier dich aus mit dieser Übung. Die zweite Übung aus diesem kleinen Übungszyklus, die habe ich von Tony Richardson gelernt auf einem seiner Workshops. Und ich vermute, durch das viele Üben in den letzten Jahren habe ich daraus inzwischen was Eigenes gemacht. Ich nenne die Übung die Tore des Herzens öffnen. Stell dich stabil hin, etwa schulterbreit, und lege eine Handkante auf dein Brustbein. Und jetzt mach eine langsame, öffnende Bewegung, als würdest du ein Scheunentor öffnen. Diese Bewegung lade ich dich ein zu machen, wenn du dich sicher fühlst und in einer vertrauensvollen Situation bist. Wenn der Arm ganz ausgeweitet ist, das Scheunentor, dann lass den Arm sinken und dann mach es auf der anderen Seite. Mach eine langsame, öffnende, fließende Bewegung. Sei die Bewegung der Öffnung. Und dann lass den Arm sinken. Und dann mach das mit beiden Armen. Und stell dir vor, dass sich beide Scheunentore
deines Herzens öffnen. Bis du am Ende mit weit geöffneten Armen dastehst. Und dann machen wir eine Wiederholung. Erst die eine Seite. Und die andere Seite. Geh ganz in der Bewegung auf, so gut es dir gelingt. Und mit beiden Armen. Vielleicht warst du schon mal in Lissabon oder in Rio de Janeiro. Da stehen ganz große Statuen von Christo, der so auf einem Hügel steht mit weit geöffneten Armen, mit großen geöffneten Herzen für alle Menschen. So ähnlich fühlt sich das an. Lass uns noch eine dritte Wiederholung machen. Eine weite, langsame, gleichmäßige, fließende und freundliche Bewegung der Öffnung. Wenn du dich traust, wird dir das Freude bereiten. Am Ende der Übung wird es dir vielleicht noch leichter fallen, den Menschen gegenüber, den du magst, zu sagen, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Steh für einen Moment still und genieß die Empfindungen, die da sind. Und lass sie sich in dir ausbreiten. Dankeschön. Hallo, hier bin ich wieder. Ich komme gerade von der Mittagspause und ich mag dir gern eine Übung zeigen, die sich wunderbar eignet nach einer Mittagspause, wenn sich viel von deiner Energie, wie jetzt von meiner Energie, von der Hautoberfläche zurückgezogen hat in den Bauch und du dich noch ein bisschen schläfrig fühlst, aber eigentlich den Wunsch hast, wieder voll tatkräftig zu werden. Die Übung aus Julies Schatzkiste heißt Tätscheln. Tätscheln kennen wir seitdem wir Babys sind, vielleicht schon aus dem Mutterleib, wenn wir eine ganz freundliche Mutter hatten. Nämlich Tätscheln ist was ganz Schönes und was ganz, ganz Tröstliches. Und Tätscheln lädt uns ein, mit unserer Lebensenergie, mit unserer Energie wieder an die Hautgrenze zu kommen, uns in uns auszudehnen bis an die Grenze. Und das lässt uns gut fühlen, das schafft Wohlbefinden, aber das schafft auch Sicherheit, dass wir außen gute Grenzen haben. Also ich fange einfach mal an mit dem Tätscheln und nehme den ersten Arm, in dem Fall ist mein rechter, und tue mit der linken Hand auf eine freundliche Art und Weise den Arm tätscheln, als würde ich mich begrüßen und Hallo Jens sagen. Und das Tätscheln, das kann ganz sanft sein, das kann aber auch kräftiger sein, je nachdem, wie du das gerade magst. Und das kann von Tag zu Tag auch ganz unterschiedlich sein. Also mit dieser freundlichen Haltung, dass du Hallo zu dir sagst, Freundlichkeit, da sind wir wieder, dieser liebevollen Freundlichkeit dir selbst gegenüber, tätschelst du dich und sagst dir Hallo. Vergiss nicht, deine Schulter auch zu tätscheln und zu klopfen. Das passiert im Alltag viel zu selten. Und wenn du merkst, dass der Arm satt ist und genug hat,
dann wechsel auf den anderen Arm und tätschel auch den. Und sag dir wieder auf diese ganz freundliche Art und Weise: Hallo Jens, schön, dass du da bist. Und du sagst es auf deine Weise, je nachdem, wie du heißt und wer du bist. Schultern nicht vergessen. Immer in der freundlichen Haltung dir selbst gegenüber. Dich abklopfen. Bauch abklopfen. Wahrscheinlich magst du ein bisschen sanfter. Brustbereich. Hier, wo ich gerade bin, da ist die Thymusdrüse unten drunter. Das ist eine Drüse, die, wenn wir Kinder sind, besonders aktiv ist und die für viel Lebendigkeit sorgt und die so langsam inaktiver wird, wenn wir Erwachsene sind. Aber wenn wir fleißig klopfen, dann wacht die wieder auf. So tätschelst du den ganzen Körper ab. Nach hinten, über den Po, nach unten, deine Beine. Stets und immer in der Haltung, die ganz freundlich ist und begrüßend und die deine Lebensenergie einlädt, sich auszudehnen bis an deine Hautgrenze. Dass du das Gefühl hast, dass du wieder ganz da bist. Mit den Fingerspitzen kannst du dann deinen Kopf tätscheln, als würden Regentropfen auf dich fallen. Und je feiner deine Körperstrukturen sind, desto vorsichtiger sei bitte, dass du dir nicht wehtust und auch die Körperzonen, die du begrüßt und tätschelst, nicht erschreckst. Lass nichts aus und sag immer freundlich Hallo zu dir selbst. Am Ende kannst du dich ein bisschen abstreichen. Und wenn du das Glück hast, dass du eine zweite Person im Raum hast und mit einer Freundin, einem Freund diese Übung zusammen übst, dann könnt ihr euch noch zusammentun und könnt euch gegenseitig eine nach der anderen den Rücken noch freundlich abtätscheln, weil der mag das auch sehr. Und wenn diese Übung rum ist und du in dich reinspürst, dann kannst du merken, dass du wieder viel mehr da bist, auf eine freundliche Art und Weise, als das vorher war. So leicht kann Wohlbefinden sein. Dankeschön. Und was nach der Mittagspause zum Tätscheln als Folgeübung noch total gut passt, ist eine Übung, die aus dem Formenkreis des Qigongs kommt. Und die Julie hat diese Übung total gemocht und die hat die auch immer in Gruppen, die wir mit ihr zusammen gemacht haben, angeleitet. Die heißt Arme schwingen. Du tust einfach die Arme vor und zurück schwingen. Die ebenso freundliche Art und Weise, wie du das schon gewöhnt bist. Auch hier gibt es eine Extended Version, da gehst du in die Knie. Es ähnelt die Bewegung ein klein bisschen, als würden wir langlaufen. Und auch diese Übung bringt deine Energien an die Außengrenzen, intensiviert ganz sicher deinen Atem. Und sie hilft sehr, dass wir uns nicht so schüchtern fühlen. Was sowieso nicht passiert, wenn wir mit unserer Energie überall im Körper sind, bis an die Außengrenzen. Du magst, kannst du mit den Fingerspitzen, die lässt du einfach auf die Stelle hinter den Schultern fallen und da aktivierst du automatisch die Meridiane, die daran entlang laufen, die auch noch zu deinem Wohlbefinden beitragen. Und wenn du genug hast, dann lässt du einfach die Arme auspendeln. Jetzt hast du einen ganz und gar präsenten und wachen Jens vor dir. Und das fühlt sich für mich gerade ziemlich gut an. Wenn du solche aktivierenden Übungen machst, aber auch wenn du alle anderen Übungen machst,
Ich mag dich einfach noch mal dran erinnern, dass es wichtig ist, dass du nicht in die Anstrengung gehst. Und wenn die sehr aktivierend sind, die Übungen, verwechsel das auch nicht mit dem Fitnessclub, mit dem Gym. Ähm, also viel hilft nicht viel. Es geht wirklich darum, Wohlbefinden zu erzeugen und dass es spielerisch ist und dass es Freude macht. Ja, und ich weiß, manchmal macht es auch Freude, voll in die Anstrengung reinzugehen und ganz viel zu pumpen. Mach das bitte beim Sabchen nicht. Okay? Dankeschön. Hier bin ich wieder. Ich hatte gerade ziemlich viel Spaß mit dem Kameramann Benjamin, der auch die Regie führt, weil ich die Sitzposition, die hier sein soll, mit einem Fitzelchen rosa Klebeband markieren wollte. Und das hat überhaupt nicht sein Einverständnis gefunden. Also ich soll hier ungefähr sitzen und ich setze mich jetzt hin mit meinem Sitzholz, das ein Tischler für mich angefertigt hat. Du kannst dich auch hinsetzen. Ich denke, im Sitzen lässt sich das am besten üben, was wir jetzt machen. Und dafür nutzt du einen Stuhl oder einen Sessel oder einen Hocker oder ein Meditationskissen. Und du kannst dich einfach auf den Boden setzen, im Schneidersitz. Also ich setze mich auf mein Sitzholz und lasse das köstliche Vergnügen, was ich mit Benjamin gerade hatte, noch ein bisschen durch mich durchlaufen. Lass mich hier nieder und konzentriere mich auf die Übung, die ich dir gerne zeigen möchte und wo ich dich gerne dazu einladen möchte, sie mit mir zu machen. Das ist eine Reinigungsübung und die kommt in ganz vielen Traditionen vor. Die ist uralt, tausende von Jahren, und die hat im Yoga Einzug gefunden. Die ist in Indien lebendig, die ist nach Tibet gegangen, die gibt es bestimmt auch im Zazen in Japan. Die heißt neunfacher Reinigungsatem und das ist ein Wechselatem. Und bei dieser Übung ist es, als würden wir unser inneres Haus kräftig durchputzen. Wir schmeißen mit 3 Atemzügen alles raus, was mit Ärger zu tun hat. Wir schmeißen mit 3 weiteren Atemzügen alles raus, was unser Ego haben möchte, wo unser Ego ich sagt. Und mit den letzten 3 Atemzügen schmeißen wir alles raus, wo wir denken, ich bin so arm und keiner hat mich lieb. Das sind alles Dinge, die uns im Weg stehen, dass wir uns wohlfühlen können und die bei jedem von uns von Mal zu Mal auftreten. Mehr oder weniger gehäuft. Jeder hat da so einen bestimmten Favoriten, was er besonders oft praktiziert. Aber alle 3 sind irgendwie wichtig, wenn wir uns davon durchputzen. Also die ersten 3 Atemzüge kümmern sich um alles Ärgerliche, was sich in uns angesammelt hat. Du nimmst deine rechte Hand, drückst den Daumen gegen das untere Gelenk deines Ringfingers, hältst dir das rechte Nasenloch zu, atmest durch das linke Nasenloch ein, wechselst dann und zum rechten Nasenloch wieder aus. Also los. Und Ärger rausschmeißen. Beim Ausatmen machst du so einen Bestätigungsstübe am Schluss. Und Ärger raus. Jetzt haben wir den Ärger rausgeputzt. Jetzt kümmern wir uns um alle Sachen, die das Ego haben will, wo sich unser Ego, unser Ich zu wichtig nimmt. Wichtiger, als es gut für das Ich wäre. Also bei der linken Hand mit dem Daumen wieder beim Ringfinger leicht auf das untere Gelenk drücken. Das erhöht einfach unsere Konzentration ein kleines bisschen. Das linke Nasenloch zuhalten und zum rechten einatmen. Und dann alles rausschmeißen, was ich sagt. Ein zweites Mal. Raus damit. Und ein drittes Mal. Und raus damit.
Dauernd ich. Das ist völlig lästig. Und mit den 7., 8. und 9. Reinigungsatemzug kümmern wir uns darum, alles loszulassen, wenn wir uns nicht gesehen fühlen, wenn wir uns nicht geliebt fühlen und wenn wir uns ganz ungerecht behandelt fühlen. Wir atmen zu beiden Nasenlöchern ein und zu beiden Nasenlöchern aus. Und beim Ausatmen können wir uns vorstellen, dass dieses Ich bin so arm hier oben rausfliegt. Kann sein, dass es dir großes Vergnügen bereitet. Also einatmen und ausatmen und ich bin so arm, raus damit. Einatmen und beim Ausatmen, ich bin so arm, loslassen. Raus aus dem System. Und ein letztes Mal ausatmen. Und dann ganz normal weiteratmen. Also nochmal als schnelle Zusammenfassung. Die Übung heißt 9-facher Reinigungsatem. Es ist wie ein Hausputz und du wirfst Ärger, dich zu wichtig nehmen und dich ungeliebt fühlen aus dem System. Die ersten 3 Atemzüge machst du mit der rechten Hand, indem du das rechte Nasenloch zuhältst und durchs linke einatmest und dann durchs rechte ausatmest. Atemzug 4, 5 und 6 machst du auf der linken Seite, indem du dir das linke Nasenloch zuhältst, durchs rechte einatmest und durchs linke ausatmest und ich rausschmeißt. Und 7, 8, 9 Atemzug atmest du durch beide Nasenlöcher ein, durch beide Nasenlöcher natürlich aus und stellst dir vor, dass hier oben rauskommt, ich bin so ungeliebt, niemand mag mich. Viel Freude beim Üben. Während die Kamera eine kleine Pause gemacht hat und der Kameramann sich mit seinem Stativ noch ein bisschen vertrauter gemacht hat und ihm das eine oder andere Geheimnis entlockt hat, habe ich schon mal mit dem Schaukeln begonnen. Das Schaukeln schließt sich ganz wunderbar an diesen 9-fachen Reinigungsatem an, weil das Schaukeln hat was wundervoll Beruhigendes, was Entspannendes, Tröstliches. Alle fühlenden Wesen, die gesund und die klug sind, wissen, dass Schaukeln was Schönes ist. Kinder schaukeln total gerne, bis man ihnen mühselig beibringt, dass sie still sitzen sollen. Wer schon mal mit behinderten Menschen oder mit geistig behinderten Menschen gearbeitet hat, weiß, dass die ganz viel schaukeln, um sich zu regulieren, um sich zu beruhigen, wenn die Situation ihnen Angst macht oder wenn sie zu aufregend ist. Was das Schaukeln aber noch kann, ist, dass es in uns alles in Bewegung bringt. Und wenn wir auf eine freundliche Art und Weise schaukeln, in einem Tempo, was du magst, und auch in einer Größe, das du magst, was gerade für dich stimmt. Und wenn du freundlich schaukelst, dann erzeugt dieses Schaukeln ganz viel Wohlbefinden. Die Freundlichkeit, die überträgt sich über deine Flüssigkeiten auf alle Organe und alle Zellen und alle Gewebe, die jedes auf ihre Art und Weise pulsieren. Und wenn wir auf eine freundliche Art und Weise schaukeln und uns beruhigen und ins Wohlbefinden gehen, dann ist irgendwann die Pulsation auf eine Weise, die einfach schön ist und gesund ist. Wenn wir zu schnell pulsieren, dann sind wir entweder sehr aufgeregt oder sehr ängstlich oder sehr wütend. Wenn wir zu langsam pulsieren, kann sein, dass wir sehr, sehr entspannt sind. Aber es kann auch ein Zeichen davon sein, dass vielleicht die Pulsation aller Zellen gerade dabei ist aufzuhören und dass der Körper stoppt. Irgendwo in der Mitte
In der freundlichen Mitte der Pulsation ist das Wohlbefinden versteckt. Ich lasse mal die Bewegung von links nach rechts kleiner werden. Und lade dich ein, auch eine Bewegung von vor und zurück zu machen. Das fühlt sich völlig anders an. Ich persönlich mag lieber von links nach rechts und rechts nach links, aber vielleicht magst du vor und zurück. Und während du ganz freundlich schaukelst, lade ich dich ein, dass du Luft holst und dass du dann auf den Ton A ausatmest. Der Ton A öffnet nicht nur das Alphabet, sondern man erzählt sich, dass das ein Urton ist, ein Urlaut, der auch das Universum öffnet. Dass dieser Ton innere und äußere Räume öffnen kann. Und wenn wir jetzt angestrengt sind, gestresst sind, wütend sind oder ängstlich sind, dann zieht sich in uns innen alles zusammen. Wenn wir also den Schall, den Ton A in diese inneren Räume schicken, dann breitet er sich wie eine Welle überall aus und hilft Geweben und Körperstellen, die sich zusammengezogen haben, wieder offener zu werden, sich zu entspannen, bis die in ihrem natürlichen Zustand sind. Und das bedeutet dann wieder, ja, das weißt du schon, Wohlbefinden. Also, wir schicken A's nach innen in die inneren Räume und die A's gehen auch in die äußeren Räume, in dem Raum, in dem wir gerade sitzen. Ich stelle mir immer vor, dass dieses A, wenn ich damit anfange zu üben, von oben, wo ich es ausstoße, durch die Kehle, durch meinen Brustraum, durch den Bauch, durch das Becken, durch die Beine, überall durchgeht, bis es dann zu den Fußspitzen wieder rauskommt. Das ist das Spiel, was ich am liebsten mag. Und ich mache das A so freundlich wie möglich. Da kommt dann noch gute Laune dazu. Zum Wohlbefinden. Du kannst A's auch ganz entzückt machen. Oder erstaunt. Diese entzückten und erstaunten A's schickst du durch deinen ganzen Körper oder in bestimmte Körperstellen, von denen du weißt, dass die es gerade brauchen können, dass die das mögen, wenn du sie mit den A's ihnen streichelst. Und währenddessen kannst du freundlich weiter schaukeln und kannst die Flüssigkeiten in Bewegung setzen in dir. Du bestehst zu 80% aus Flüssigkeiten. Wusstest du das? Und wenn du die freundlich in Bewegung setzt, dann bestehst du aus lauter freundlichen, gelassenen, entspannten Gewässern. Und wenn du dann nach und nach das Schaukeln kleiner werden lässt, du kannst zu Hause natürlich viel länger schaukeln, als ich jetzt hier im Video, dann, du ahnst es schon, ist es Zeit, dass du dich hinlegst und die Erfahrung einsinken lässt und ein bisschen döst und ein Nickerchen machst. Ganz viel Freude dabei. Unsere Augen sind vielleicht auch der Teil unseres Körpers, den wir den ganzen Tag über, wenn wir im Wachzustand sind, benutzen und die wir am meisten mit anstrengen. Und das lässt unsere Augen müde werden und lässt unsere Augen verspannen
lässt unseren Blick starr werden. Wir verlieren die Offenheit für das Neue und verlernen auch das Staunen. Und da gibt es eine ganz, ganz schöne Übung, die ich dir zeigen möchte, und ich will dich auch gleichzeitig einladen, die mit mir ausprobieren, die Augen zu entspannen, um die natürliche Flexibilität der Augen wiederzugewinnen. Diese Übung hilft auch ein bisschen um die Weitsichtigkeit, also dass wir, wenn wir älter werden, nicht mehr gut lesen können, ein Stück auszugleichen, weil sie die Augen wieder elastischer macht. Also wenn du neugierig bist und dich traust, dann lade ich dich ein, einfach gleich mitzumachen. Nimm deine beiden Hände und reib sie ganz kräftig aneinander, bis du ordentlich Wärme in den beiden Händen verspürst. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass du deine Hände mit Energie auflädst. Und dann bist du ja zu Hause bei dir an einem vertrauten Ort. Lade ich dich ein, die Augen zu schließen und dann mit den Handflächen, den Handballen, ich nehme hier mal die äußeren Handballen, tust du auf die geschlossenen Augen, auf die Augendeckel sanft die Handballen drücken und drückst ganz leicht auf die Augäpfel. Die mögen das, wenn man ganz sanft auf sie drückt. Und wenn man das tut, dann kuscheln die sich so ganz gerne nach hinten in ihre Augenhöhlen rein. Und wir stellen uns gleichzeitig vor, dass die Augen für eine Weile Urlaub in ihren Augenhöhlen machen, hinter den geschlossenen Augenlidern, die nach außen im Moment von den Händen berührt werden. Du kannst die Arme jetzt runternehmen, weil die werden irgendwann schwer. Lass die Augen zu und lass deine Augäpfel hinten in den Höhlen reingekuschelt, als würden die sich in einem Liegestuhl bequem machen und ihre Beine ausstrecken und die Arme hängen lassen. Als wären sie richtig im Urlaub, als würden die Augen irgendeinen ganz leckeren Fruchtcocktail trinken und es sich so richtig gut gehen lassen in ihren Augenhöhlen. Ich lade dich ein, die Augen zuzulassen, während ich jetzt meine Augen wieder aufmache, damit ich die Übung für dich besser anleiten kann. Also du lässt die Augen geschlossen, deine Augäpfel kuscheln sich hinten ihre Höhlen, lehnen sich an und tun sich richtig entspannen. Und du kannst es unterstützen, indem du einige Male auf den Ton A ausatmest und mit diesem A, das nach innen geht, deine Augen umstreichelst und streichelst. Wie so ein ganz paradiesischer Hauch, das den Augen noch schöner macht in ihren Höhlen, während sie sich nach hinten lehnen und entspannen. Und nochmal. Und während du noch in deinem Liegestuhl ruhst, kannst du dich so ein klein bisschen als Augapfel aufrichten. Ein ganz klein bisschen lade ich dich ein, dich als Augapfel in Bewegung zu setzen, hinter den geschlossenen Augenlidern. Und du lässt in den Höhlen die Augäpfel ein klein bisschen nach unten rollen, als würden sie Richtung Boden schauen. Lass die Bewegung ganz langsam sein und geh bitte nur dahin, wo die Anstrengung dann anfängt. Wo die Bänder und die Muskeln, wo die Augäpfel aufgehängt sind, wo das bisschen zu ziehen anfängt. Geh da nicht rein. Bleib für einen Moment, als würdest du Richtung Boden schauen. Und dann lass die Augen wieder hochkommen in ihre Ausgangsposition.
und entspann sie wieder. Und dann lass die Augen langsam nach oben rollen, beide Augäpfel, als würden sie an die Decke schauen. Geh aber wieder nicht in die Anstrengung rein, mach eine ganz langsame, gleichmäßige, freundliche Bewegung, bis sie nach oben schauen. Bleib einen Moment und dann kehr langsam wieder in die Ausgangsposition zurück. Wieder ausrasten, am imaginären Fruchtcocktail trinken, Häuschen machen, vielleicht eine Prise von A zu den Augäpfeln schicken. Und dann haben die Augäpfel vielleicht an der Bewegung, die so freundlich und unanstrengend ist, hinter ihren geschlossenen Lidern Gefallen gefunden. Und dann lade ich dich ein, dass beide Augäpfel in ihren Höhlen ganz langsam nach links wandern, als würdest du nach links schauen. Lass die Bewegung wieder langsam und freundlich sein, höflich, respektvoll zu deinen Augäpfeln und geh nicht in die Anspannung rein. Bleib kurz an der Stelle, wo du nach links schaust und dann kehr wieder zurück in die Ausgangsposition. Mach die Bewegung bitte langsam, nicht ruckartig. Das machen wir den ganzen Tag schon. Dass wir ruckartig schauen und checken und spähen, ob da draußen irgendwas besonders Attraktives oder besonders Gefährliches ist. Das muss gerade überhaupt nicht sein. Jetzt schaust du wahrscheinlich wieder geradeaus, der Ausgangsposition, ruhst dich für einen Moment aus, als Augäpfel. Und dann wandert dein Blick hinter den geschlossenen Lidern nach rechts. Langsam, bis du nach rechts schaust. Dein Kopf hat sich nicht mitbewegt, nur die Augäpfel in ihren Höhlen. Bleibst einen Moment und dann kehrst du ganz langsam in die Ausgangsposition zurück. Wow. Und machst wieder eine Pause. Ein Schluck vom imaginären Fruchtcocktail. Und vielleicht noch ein A, was die Augäpfel streichelt. Und dann lässt du deine Augäpfel wieder ganz langsam nach unten wandern, bis sie Richtung Boden schauen. Und wenn du dir jetzt auf einem imaginären Zifferblatt vorstellst, es wäre eine Uhr, dann würdest du Richtung der Ziffer 6 schauen. Und jetzt mach einen ganz langsamen Kreis mit deinen Augäpfeln in ihren Höhlen hinter den geschlossenen Augenlidern im Uhrzeigersinn. Also deine Augen wandern jetzt von der 6 Richtung 7 und dann wandern sie zur 8, klettern ganz langsam hoch zur 9, um die Kurve rum zur 10 und machen langsam weiter den Kreis nach oben Richtung Decke über die 11 bis zur 12. Langsam, sachte, alles ohne Anstrengung und freundlich und respektvoll über den Kreis zur 1, zur 2, bis sie nach rechts schauen, zur 3 und langsam wieder runter zur 4, zur 5, bis du mit den Augen wieder nach runter schaust auf den Boden, wo auf dem Zifferblatt die 6 steht. Bleib in der Position, auch wenn das für einen Moment ein bisschen komisch ist, und streichel deine Augäpfel nochmal mit einem A. Als Dankeschön für die kleine Reise
die Sie gemacht haben, nach Möglichkeit ohne Anstrengung. Und dann dreh die Kreisbewegung um und mach einen großen, langsamen Kreis, so unanstrengend wie möglich, gegen den Uhrzeigersinn. Also deine Augäpfel wandern zur 5 und dann zur 4. Und dann schauen sie nach rechts, wo die 3 ist. Und wandern nach oben zur 2, zur 1, bis sie an die Decke gucken. Und dann klettern sie langsam nach links, unten über die 11 und die 10, die 9, sachte, sachte, die Kurve, dann nach unten über die 8, zur 7, bis du wieder auf den Boden schaust. Und von da kehrst du ganz langsam in die Ausgangsposition zurück und lehnst dich wieder in deinen Liegestuhl, hinten in deine Augenhöhlen rein. Du entspannst dich und streichelst deine Augäpfel noch mit 1, 2, 3 oder 4 A's. Ah. Ah. Bestimmt kannst du wie ich spüren, dass sich das alles schon viel weicher anfühlt, in und um die Augen herum. Und jetzt lade ich dich dann noch ein, dem besonderen Zauber dieser Augenübung zu folgen. Ich lade dich ein, noch nicht, aber bald lade ich dich ein, die Augen zu öffnen. Und wenn du dann die Augen öffnest, bitte immer noch nicht. Hör noch einen Moment zu. Wenn du die Augen dann öffnest, dann schau mit weichen Augen. Wir haben jetzt geübt, dass deine Augen ganz weich werden, sich entspannen in den Höhlen. Schau mit den weichen Augen das an, was du siehst. Vielleicht bin das ich, aber vielleicht schaust du auf einen anderen Menschen, mit dem du im Raum bist. Vielleicht schaust du eine Pflanze oder aus dem Fenster dann raus. Ich weiß es nicht. Aber schau das, was du siehst, mit weichen Augen an, auf eine Weise, als hättest du das noch nie gesehen. Mit einem offenen, neugierigen, staunenden Blick. Es ist eher so, als würdest du das, was du wahrnimmst und siehst, zu deinen Augen kommen lassen, als danach zu greifen. Also, mach langsam die Augen auf und staune über das, was du siehst, was du wahrnimmst. Und wenn du magst, sag wow dazu. Wie ein kleines Kind, was wow sagt oder da und staunt und sich freut, dass es das, was es wahrnimmt, sehen kann, zum ersten Mal in ihrem Leben. Hallo du da draußen. Wow. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass es dich gibt. Ah, wow. Und wenn du magst, schließe deine Augen wieder, entspann dich für einen Moment und dann schau noch was anderes an. Und mach die Augen wieder auf und staune wieder. Und schau mit weichem Blick und sage wow. Oder da. Mach das so lange, wie du Freude dran hast, bis du irgendwann anfängst, dass du merkst, dass du dich anstrengen musst oder dass du ein bisschen müde wirst. Und dann ist es wieder Zeit für ein Nickerchen, dass du die neuen Erfahrungen einkörperst, dass du sie integrierst und dass du ein klein bisschen döst, bevor du dann wieder aufstehst und deinen Alltagsgeschäften wieder nachgehst.
Bis gleich. Hallo ihr da draußen, hier bin ich wieder. Ihr seht mich hier sitzen und ich lade dich auch ein, dich hinzusetzen. Entweder auf einen Hocker oder auf einen Stuhl mit gerader Lehne, an den du dich gerade nicht anlehnst, auf ein Meditationskissen oder auf den blanken Boden, je nachdem im Schneidersitz oder vielleicht sogar mit ausgestreckten Beinen. Irgendwo, wo du die Pobacken unter dir gut spüren kannst. Ich mag dir noch eine der richtigen Julie-Übungen zeigen. Das ist schon eine fortgeschrittene Übung, aber wenn du jetzt einige oder viele von den Videos gesehen hast, bist du vielleicht auch auf diese Übung neugierig. Die Übung, die heißt Eierlegeatmen. Bei dieser Übung des Eierlegeatmens geht es ganz viel um unseren Beckenboden und das ist eine Körperzone, die uns normalerweise nicht so gewahr ist. Euch Frauen ist diese Zone gewahr, wenn ihr mal Kinder bekommen habt und dann nach der Geburt ganz viel Beckenbodentraining macht. Uns Männern fällt das noch seltener auf, es sei denn, wir haben irgendwann unseres Lebens Erektionsprobleme oder nach Problemen mit der Prostata kriegen wir dann Aufgaben, den Beckenboden zu trainieren, damit unsere Inkontinenz wieder aufhört oder dass wir die Fähigkeit zur Sexualität wieder gewinnen. Beim klassischen Beckenbodentraining tut man den Beckenboden eher nach innen ziehen und dann loslassen. Und bei Julies Übung ist die Bewegung andersrum. Jetzt tue ich dich aber erstmal einladen, überhaupt Kontakt mit deinem Beckenboden aufzunehmen. Das ist die Zone zwischen den Beinen, die alle Organe, die innen wohnen, davon abhalten, unten rauszufallen. Also eine kostbare Zone. Ich hoffe, dass du sie spüren kannst, dass du sie wahrnehmen kannst. Und ich lade dich jetzt erstmal ein, dass du sie sanft nach innen ziehst, den Beckenboden, und wieder loslässt. Vielleicht nochmal nach innen ziehst und loslässt, dass du überhaupt ein Gespür dafür bekommst. Da ist sowas wie ein Beckenboden. Da, wo dein Rumpf aufhört und deine Beine anfangen. Und wenn du ein Gespür hast, da ist das da, dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, dass man diese Bewegung auch umkehren kann. Und die Julie lädt uns ein, diese Bewegung ganz, ganz sanft zu machen. In ihrem Buch und auch in ihren Kursen hat sie uns immer vorgeschlagen, wir sollen uns vorstellen, als Frauen können wir uns vorstellen, dass wir aus der Vagina ganz sanft ein Ei legen. Und als Männer können wir uns vorstellen, dass wir sehr vorsichtig, ganz vorsichtig und sanft die Hoden ablegen. Also es ist eher eine energetische Bewegung nach unten, als dass wir wirklich drücken. Mach das bitte nicht, das tut nicht gut. Also wenn du jetzt ganz, ganz sanft nach unten drückst, als würdest du ein Ei legen oder die Hoden ablegen, und dann lass wieder los. Drück nochmal ganz sanft nach unten und lass wieder los. Und jetzt verbinden wir das mit dem Atem. Wenn du einatmest, dann drücke gleichzeitig ganz sanft energetisch nach unten, als würdest du ein Ei legen. Dann halt die Luft einen kleinen Moment an und halt den Druck aufrecht und beim Ausatmen lass wieder los. Diese energetische Bewegung nach unten drücken und gleichzeitig einatmen stärkt dich in deinem Becken, stärkt deine Mitte. Sie bringt dich in die Mitte, sie macht dir deine Mitte gewahr
Und gleichzeitig hat sie einen wunderbaren Effekt, dass sie dir hilft, Angst zu regulieren oder wenn du dich erschreckt hast. Weil wenn wir Angst haben oder wenn wir frisch erschreckt sind, dann ist das immer so, als würde man uns den Boden unter den Füßen wegziehen und dann saust unsere ganze Energie nach oben. Und dann haben wir keinen Schwerpunkt unten mehr und sind ganz leicht umzuschubsen. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ja? Und dann ist die Energie hier oben und wir fühlen uns bodenlos. Und durch diese simple kleine Übung kriegen wir die Stabilität in unserer Körpermitte zurück. Und sie macht uns gewichtiger, im positiven Sinn. Und sie gibt uns Präsenz. Wir sind mehr da, weil wir auch hier oben und im Geist viel besser da sind, wenn wir eine stabile, ausgeglichene Mitte haben. Dafür hilft diese Übung. Wenn wir sie gleich wieder üben und vertiefen diese Übung, stell dir vor, dass du, wenn du nach unten drückst und einatmest, von unten einatmest. Also von unten Energie hochziehst, während du natürlich durch Mund oder Nase einatmest. Die Energie für einen Moment hältst, die nach oben steigt, einen Moment hältst, 1, 2, 3 Sekunden und wenn du ausatmest, lässt du alles wieder nach unten rausfließen. Also lass es uns miteinander probieren. Also du drückst ganz sanft nach unten, atmest ein und ziehst Energie nach oben. Hältst 1, 2, 3 und atmest langsam aus und lässt alles los. Ich kann bei dieser Bewegung ganz deutlich spüren, wie mein Becken ein klein bisschen nach unten sinkt und schwerer wird auf dem Bänkchen, auf dem ich sitze. Also mache ich es nochmal. Ich mag die Bewegung. Über die wachsende Gewichtigkeit in meiner Mitte entspannt sich mein ganzer Körper nach oben. Der fühlt sich sicher und das freut meinen Oberkörper und meinen Geist. Lass uns die Übung noch 2, 3 Mal wiederholen. Und nach 3 wieder ausatmen. Gerne auf den Ton A, weil dieses A streichelt alle Gewebe und alle Räume innen und lässt dich auch wissen, dass du gerade was Schönes machst. 2 Mal noch. Also sanft nach unten drücken beim Einatmen, Energie nach oben ziehen, kurz anhalten und beim Ausatmen alles nach unten sinken lassen. Kurz Luft anhalten, Energie oben halten und beim Ausatmen loslassen. Einmal noch. Atme ganz normal weiter und konzentriere dich für eine Weile auf die Empfindungen, die du in deinem Becken hast. Und genieß die Gewichtigkeit, die da gerade ist und die sich ausbreitet. Und die Sicherheit. Wenn du diese Übung machst, wenn du sie auch übst in angstfreien Zonen, dann hast du immer ein bisschen Reserve für schwierige Zeiten. Und solltest du mal wirklich Angst haben und die Übung fällt dir ein, dann hilft dir das ganz schnell wieder in deine Mitte zu kommen. Eine echte Julie-Übung. Und jetzt lade ich dich ein, damit all das, was du gerade neu gelernt hast, sich in deinen Körper hineinwohnen kann, dass du es dir bequem machst und du dich hinlegst und noch ein Nickerchen machst.
und für ein paar Minuten husten. Dankeschön. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich bin wieder in meinem Sessel angekommen. Ich hatte die Möglichkeit über dieses Ganz von Anfang. ganz, Letztes Mal von ganz von Anfang. also ich hatte die Möglichkeit, euch eine Menge Übungen aus Julies Schatzkiste zu zeigen. Und ich glaube, meine Begeisterung von und über Sabchen ist bei euch gut angekommen. Heidrun, das war jetzt richtig gemein. Ich bin gerade im letzten Take, ja, und endlich habe ich ohne Gestammel das rausbekommen. Und hallo ihr Lieben, hier bin ich nochmal. Hier bin ich wieder. Ihr seht, dass ich wieder in meinem Sessel angekommen bin und das hat einen guten Grund. Weil das Wochenende, wo wir all die Videos aufgenommen haben, neigt sich jetzt echt dem Ende entgegen. Und der Benjamin, dem ich sehr dankbar bin für seine Begleitung über das Wochenende, und ich, wir gehen jetzt wieder unseren Weg. Ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, weil ihr da draußen, ihr seid ja da und ihr schaut euch das vielleicht irgendwann an, viele Übungen aus Julies Schatzkiste herzuzeigen. Da gibt es noch viel, viel mehr, als die ich gezeigt habe. Aber die schauen wir vielleicht ein andermal miteinander an. Und ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, meine Begeisterung über Sabchen Somatics mit euch zu teilen. Und dafür sage ich auch Dankeschön. Und ich sage vor allem Dankeschön zu Julie, die mir über viele Jahre hinweg all das beigebracht hat. Und ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die mich viele Jahre begleiten schon und mit mir zusammen üben und praktizieren. Und ich sage natürlich auch Danke an Heidrun, meine Frau, die ja auch Sabchen-Lehrerin ist und seit vielen Jahren mit mir zusammen übt und praktiziert und liest und lernt. Danke, Heidrun. Jetzt wünsche ich euch auf diesem Weg nochmal Wohl und wünsche euch ein schönes Leben und sage Tschüss, seid behütet und bis bald.